Leute, es ist soweit. Ich muss meinen AMG abgeben. Es heißt mal wieder Leasingrückgabe. Das Leasing ist zu Ende. Ein Jahr ist jetzt schon vorbei mit dem C63. Falls ihr schon länger dabei seid, wisst ihr ja, ich wechsle regelmäßig meine Autos immer einmal im Jahr, um gerne auch mal wieder was Neues zu fahren und für euch vor allem auch wieder neuen Content zu bringen. Ja, und das Jahr ist jetzt mit dem C63 leider vorbei. Heute ist der allerletzte Tag mit dem Wagen. Ich gebe ihn heute zurück und dafür muss er jetzt allerdings noch ein bisschen vorbereitet werden. Ich gebe ihn mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge zurück, denn heute hole ich natürlich auch noch im gleichen Zuge mein neues Auto ab. Dafür solltet ihr allerdings meinen Kanal abonnieren, um zu sehen, welches das ist. Das könnt ihr natürlich kostenlos, indem ihr auf den Abo-Button drückt und dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn das Video mit dem neuen Auto dann online geht, weil die Abholung, die verpacke ich natürlich dann in ein extra Video. Ich habe ein paar Dinge an dem Auto machen lassen und da fragen sich jetzt wahrscheinlich einige, wie läuft das jetzt eigentlich mit der Leasingrückgabe? Ich zeige euch noch mal ganz kurz, was daran gemacht wurde. Dafür nehme ich einmal den Schlüssel zur Hand. Was natürlich direkt ins Auge fällt und was man auch direkt sieht, ist, der Wagen ist natürlich in diesem wunderschönen Satinblau foliert worden. Dann habe ich die Felgen lackieren lassen. Die waren vorher schwarz-matt. Jetzt sind sie schwarz-hochglanz. Okay, jetzt sind sie einfach nur dreckig. Und was ich auch noch habe machen lassen, ist das Interieur. Und zwar hat der Wagen komplett neue Sitzbezüge bekommen in diesem rautengesteppten Alcantara. Der hat gewisse Teile noch komplett in Carbon neu bekommen, wie hier und hier. Auch hier die Bezüge wurden gemacht. Das Ganze natürlich auch nochmal hinten. Dazu gibt es natürlich nochmal einzelne Videos, wie das ganze Interieur gemacht wurde. Das habe ich machen lassen bei ECD Performance. Nochmal vielen Dank für diese super geile Arbeit. Und die Folierung habe ich machen lassen bei Foliencenter NRW. Die Frage, die da jetzt schon des Öfteren auf diversen Social-Media-Plattformen bei mir aufgekommen ist, ist natürlich, wie läuft das Ganze jetzt bei der Leasingrückgabe? Musst du das alles zurückrüsten? Wie machst du das mit dem Interieur und so weiter? Grundsätzlich, klar, bei einem Leasing-Auto etwas zu verändern, ist in der Regel eigentlich nicht normal und müsste auch meistens zurückgerüstet werden, beziehungsweise die meisten sagen, nee, Veränderungen sind gar nicht möglich. Zumindest die Sachen, die nicht rückrüstbar sind. Ich habe das natürlich vorher abgesprochen, deswegen ist das bei mir ein Sonderfall. Der Wagen geht ja bei uns hier zum Mercedes-Händler zurück, zu Mercedes bald in Siegen und die wussten natürlich vorher, was ich mit dem Auto plane. Das war auch der Grund, warum ich den Wagen dann ja auch da bestellt habe. Ich habe direkt gesagt, hey, ich brauche ein Projektauto, ich will dies und das und jenes dran machen. Ich hatte auch noch so ein paar Ideen, ich wollte ja auch noch ein bisschen mehr dran machen, das habe ich aber sein gelassen, weil das in dem Fall wieder nicht möglich war, weil ich wollte gerne noch einen größeren Heckflügel zum Beispiel dran schrauben, vorne noch so Flaps und so weiter, aber sobald es dann an die Karosserie ging und mit Schrauben und so weiter, das wäre schon wieder schwierig geworden, das hätte TÜV geben müssen und so weiter, habe ich mir gedacht, komm, lassen wir weg, der sieht auch so schön genug aus und das war vorher alles abgesprochen und deswegen ging das auch bei mir. Das heißt, der geht jetzt auch tatsächlich so, wie er jetzt da steht, zurück. Die Folie bleibt drauf, das Interieur kann man eh nicht mehr zurückrüsten, ist eigentlich auch nochmal eine Wertsteigerung, weil das Interieur ist top gemacht, top verarbeitet. Das Alcantara, würde ich sagen, ist sogar noch besser als das Originale von Mercedes, was vorher darin verbaut war. Und man findet natürlich keinen Original mit dieser Ausstattung. Das ist ja eine Sonderanfertigung und da gibt es gewiss Leute, die genau das gerne haben wollen. Und deswegen haben natürlich die Leute auch gesagt, bei Mercedes bald, gib ihn so zurück, wir kriegen ihn auf jeden Fall verkauft. Wer sich jetzt natürlich auch noch fragt, ja, aber woher weiß denn der Käufer, wie das Ganze jetzt dann unter der Folie aussieht und so weiter. Der Wagen wurde ja relativ kurz nach der Abholung, nach der Neuwagenabholung direkt schon foliert. Das heißt, da war kein Steinschlag, kein Kratzer, gar nichts. Und über den gesamten Zeitraum hat die Folie ja jetzt den Lack auch geschützt. Das heißt, unter der Folie sieht der Wagen aus wie neu. Eigentlich das Beste, was man haben kann, wenn man sich dann eben so einen Jahreswagen kauft oder finanziert liest, wie auch immer. Und wie gesagt, für den Fall, dass der nächste Käufer dann sagt, nee, es ist mir doch zu heikel, wer weiß, wie das unter der Folie aussieht, dann kann man immer noch die Folie abziehen lassen. Das Einzige, was ich jetzt machen werde, ist die komplette Werbung, die Folie hier abziehen. Meine Werbung natürlich, ich möchte ja nicht, dass der nächste Besitzer des Fahrzeugs noch mit meiner Werbung rumfährt. Die Werbung vom Foliencenter werde ich abmachen. Da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig mit sein, weil das ist Folie auf Folie. Das zum Beispiel ist geplottet. Also
ich könnte jetzt nicht einfach nur die Buchstaben abziehen, sondern dieser schwarze Streifen ist auf das Blaue geklebt und in diesem schwarzen Streifen sind die Buchstaben ausgeschnitten. Sonst hätte ich ja einfach nur hier die Buchstaben abziehen können. Aber nein, ich muss leider den kompletten schwarzen Streifen entfernen. Waschen mache ich dann extra danach, weil ihr seht, der Wagen ist jetzt noch super dreckig und unter diesem schwarzen Streifen wird natürlich alles sauber geblieben sein. Wenn ich das Fahrzeug danach wasche, hoffe ich natürlich, dass man auch keine Rückstände mehr von dem Streifen hier sieht. Hier ist jetzt die Herausforderung, nicht zu heiß zu föhnen, weil da drunter sitzt ja auch noch eine Folie. Die soll sich nicht mit ablösen. Wir wollen ja nur das Schwarze hier ablösen. Jetzt erstmal eine Ecke hier finden. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, das ist das, was ich meine. Da sieht man jetzt auch wunderschön, dass es hier drunter natürlich sehr sauber geblieben ist. Aber das regeln wir gleich beim Autowaschen. So, hier ist schon mal ab, aber man sieht ja wirklich noch eindeutig hier meine Werbung stehen. Deswegen nehme ich jetzt hier mal Bremsenreiniger und gehe dann mal mit so einem Tuch da drüber. Und damit kriegt man in den meisten Fällen diese Kanten der Klebereste auch weg, damit man da auch wirklich keine Rückstände mehr sieht von dem, was da vorher drauf stand. Keine Überreste mehr, wie man sieht. Und nach der Waschanlage wird das Ganze dann natürlich noch besser aussehen. Als nächstes heißt es natürlich hier erstmal alles leer räumen, was hier noch so drin ist. Die Dashcam darf ich natürlich nicht vergessen. Die Kabel hatte ich hier überall so versteckt. Das geht ganz easy. Mit der Dashcam hier bin ich auch übrigens nach wie vor sehr zufrieden. Die kommt auch definitiv wieder ins nächste Auto dann rein. Ja, dann ein letztes Mal. Warum ich den jetzt auch nochmal selber wasche und sauber mache, beziehungsweise die Waschanlage es machen lasse, ist einfach, weil ich selber im Autohaus gearbeitet habe und ich fand das immer total eklig, wenn manche Leasingfahrzeuge total versifft zurückgekommen sind. Und deswegen, ich fände es einfach ekelhaft, wenn ich mein eigenes Auto dreckig zurückgeben würde. Deswegen mache ich es jetzt einfach nochmal selber sauber. Jetzt ist er wieder sauber und man sieht halt jetzt tatsächlich auch keine Rückstände mehr von meiner Werbung hier. Sehr gut. Die Streifen habe ich mal drauf gelassen. Die kann der nächste Besitzer, wenn er sie abmachen will, ja ganz easy einfach selbst abziehen oder halt eben drauf lassen. Ich bin da jetzt nicht mehr so emotional, wenn es darum geht, ein Auto abzugeben, weil ich wechsle ja relativ oft. Bei dem Auto ist es gar nicht so sehr das Auto an sich, woran ich so ein bisschen hänge, sondern an dem ganzen Personalisierten, weil es halt eben, ja, die Folie, die ich ausgesucht habe, das Interieur. Auf ein letztes Mal. Auch wenn sie natürlich trotz OPF alle leiser geworden sind, trotzdem klingen die immer noch richtig schön gut.
sportlich von A nach B zu kommen. Selbst wenn man auch ein bisschen angenehmer oder gechillter von A nach B kommen möchte, geht das mit dem Wagen auch. Emotion ist noch vorhanden, aber wiederum fährt der Wagen mir auch manchmal, wenn es um die Sportlichkeit geht, schon fast zu perfekt, was aber kein Negativkriterium sein soll. Ist ja eigentlich gut. Im Großen und Ganzen hatte ich keine Probleme mit dem Wagen. Der war immer sehr zuverlässig. Ich musste nicht wegen irgendwelcher Probleme in die Werkstatt. Ein Service hat er jetzt noch bekommen, einen letzten, weil ich ja die 20.000 Kilometer Marke schon geknackt habe und dann ist der erste Service fällig. Ich bin ja jetzt mal sehr gespannt, was am Ende noch beim Gutachten rauskommt, ob ich noch irgendwas draufzahlen muss. Das Gutachtervideo kommt hier nach, also vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und vor allem die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch eine Benachrichtigung bekommt. So, jetzt geht's nach Siegen zu Mercedes bald. Das ist jetzt die allerletzte Fahrt und da werde ich dann ohne AMG wieder nach Hause fahren. Das ist das letzte Mal, dass ihr den Wagen bei mir auf dem Kanal seht. Ein bisschen traurig bin ich schon, aber wie gesagt, ich freue mich auch aufs nächste Auto. Jetzt geht es erstmal zum Gutachter. Das gehört ja zu einer Leasingrückgabe dazu. Das Video seht ihr allerdings beim nächsten Mal, also nicht das Abonnieren vergessen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie fandet ihr den AMG? Seid ihr jetzt auch traurig, dass er geht? Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.